Das teuerste Fahrrad, was ich je gefilmt habe. Es ist kein E-Bike, es hat keinen Motor, 16.299 €. Bist du denn vollkommen des Wahnsinns geworden? Hier ist Majid Bark von Switchbike Bornemann. Wirst du das jemals verkaufen? Ja, klar. Also da gibt es auch einen Markt dafür. One of One. Es ist jetzt natürlich kein Massenprodukt. Das kann man wie eine Uhr vergleichen, wovon es nur ein Stück gibt oder ein Auto. Das gleiche haben wir natürlich auch jetzt bei diesem Track Project One mit Fly Attendant. Du zeigst gerade, wer das Ganze lackiert hat. Das war die Shima. Kann eine Frau sein, wenn sie das war, gerne einfach in den Kommentaren schreiben. Das wurde per Hand lackiert, nur die Lackierung kostet 1.800 € bei Track und es ist quasi eine One-of-One-Geschichte. Also das Fahrrad gibt es nur einmal auf der Welt. Das ist ein Effektlack, wir werden es gleich mal runterholen. Es ist sehr leicht. Es ist super leicht. Wir haben ja das Slash, das ist ja das effizienteste Enduro-Bike, jetzt laut vielen Magazinen und hat in den letzten 2 Jahren sehr viele Rennen gewonnen. Also der Rahmen selbst, und der Rahmen wurde hier nochmal mit Komponenten vollgepackt, unter anderem Fly Attendant System. Wir haben ein elektrisches Fahrwerk. Sowohl vorne als hinten. Die kommunizieren ja miteinander. Wir gehen mal rum, dann erkläre ich dir das Ganze. Also vorne misst das Ganze, wie hoch oder runter das Ganze geht. Ne? Wie? Also wie mein Weg gerade ist. Gell? Millisekunden später steuert er hinten und hinten macht er dann entweder komplett auf oder so einen moderaten oder komplett zu. Das führt dazu, dass mein Fahrrad effizient ist wie ein Hardtail, weil ich verliere keine Energie. Da, wo das Ganze nachgehen soll, wegen Traktion, ist er geöffnet. Ansonsten geht er zu oder ist so ein halb offen. Verstehst du es, gell? Und das führt dazu, dass ich wie ein Hardtail über Strecken runterbrettere, aber auch vollkommene Traktion und quasi meine komplette Feder habe. Also, das heißt, die Nachteile von Fully, das Problem bei der Fully ist ja immer, du verlierst viel Energie in den Dämpfer. Ne? Und der kann dann in Millisekunden das Ganze messen und genau da, wo du es brauchst, wenn so ein Schlagloch kommt, öffnet er das Ganze, zack, du hast die Traktion und dann wird wieder geschlossen. Das heißt, du verlierst genau da so viel Energie, wie du es brauchst für die Traktion, um deine schnelle Rundenzeit zu bekommen. Das heißt, das Hinterrad ist nie in der Luft. Du hast die Komfort, ne? Und bist dann trotzdem so schnell wie ein Hardtail unterwegs. Das Effizienteste ist ja Hardtail. Und das geht oft pro Sekunde? Wie oft geht das? Paar Mal Millisekunden. Das ist eine ganz hohe Zahl. Geht ganz schnell. Muss ich selbst nochmal nachlesen, habe ich jetzt vergessen. Paar 100 Mal. Aber das merkst du gar nicht so. Das merkst du gar nicht. Das kriegst du auch selbst nicht hin. Also es gibt ja diese Hebel zum Beispiel von Scott oder so, wo du dann zu- oder aufmachen kannst. Dann kriegst du mit der Hand gar nicht hin. Und das muss mit einem System sein, was elektrisch komplett das Ganze misst. Per Funk geht das? Per Funk. Du hast halt diese 4 kleinen Akkus, die wir von SRAM kennen. Das sind immer die gleichen? Das sind immer die gleichen. Die kann ich jetzt hier in der Schaltung reinmachen. Die kann ich hier an den absenkbaren Sattel reinmachen. Das Ding ist komplett drahtlos. Sowohl die Schaltung, absenkbare Sattelstütze, alles drahtlos. Genau. Und ich kann auch hier den gleichen Akku reinmachen. Dann hast du hier einen Akku und hier einen Akku. Die halten auch eigentlich sehr lange. Wenn du ein Powerbank nimmst, das USB-Ladegerät, kannst du das Ding innerhalb einer Viertelstunde laden, dann reicht das für ein Rennen komplett aus. Man kann sie auch tauschen. Also wenn du sagst, siehst auch in der AXS-App, wie viel Prozent du hast. Jemand, der das Fahrrad fährt, von jedem. Genau, das kriegst du alles. Und du kannst es auch, hier kannst du sogar Feinjustierung machen. Du kannst so einstellen, dass er 5 oder 6% weicher federt, wie er normalerweise einstellt. Und. Du kannst das komplett programmieren. Und das heißt Flight Attendant, also Flugbegleiter. Ja, genau. So. Lass uns mal über wichtige Dinge reden, wie zum Beispiel die Kassette in Oil-Slick. Ja, die XX1-Kassette, die leichteste Kassette im 12-fach-Bereich. Wir haben eine 12-fach-Kette. Dieses Stück, habe ich ja oft erzählt, wenn die Leute meine anderen Videos kennen, ist aus einem Stück Stahl gefräst. Das ist nicht gepinnt. Wenn ihr jetzt andere Kassetten zeigst, die sind immer meistens gepinnt. Also nicht dieser gepinnte Schrott, sondern aus einem Stück gefräst. Genau. Und das wird dann natürlich, erstmal wird das Ganze leichter, weil du hast die Pins gespannt und es wird dann natürlich noch stabiler. Und dann hast du hier noch ein Alu, um Gewicht zu sparen. Der 12. Gang wird ja nicht so oft benutzt. Das ist ein Alu dann gehärtet und das Ganze wird dann auch gehärtet. Durch diesen Härtungsprozess kann man dann eine Farbe dazu geben. Messing, Gold, Schwarz oder diese Oil-Slick. Das kommt bei Nitrieren, Titannitrierung zustande. Das ist jetzt nicht eine Farbe, dass man draufgespürt hat, sondern eine Titannitrierung in der Farbe. Das gleiche haben wir natürlich auch bei der Kette. Da sie gerade dabei waren, haben sie gerade gesagt. Nee, so habe ich es auch bestellt. Die Lackierung ist ja auch so, ne? Genau. So, das geht aber nur 10 Minuten, dann ist die Kette schwarz. Ja, nee. Also wenn die Kette schwarz ist, habt ihr zu viel Fett auf der Kette.
Gut, bei mir ist es immer schwarz. Aber ich bin da. Also Project One heißt das Ganze. Und Project One, du siehst es, genau. One of One ist es das Ganze ja. Und hier haben wir quasi das Beste von allen Komponenten. Jetzt, wenn wir zu den Felgen hingehen, wir haben die Bontrager Pro 30 Felge verbaut, Carbon. Ja, extra breit. Warum? Ich kann die mit wenig Luft fahren. Dann schlupft mein Reifen natürlich nicht aus der Felge raus und ich habe dann trotzdem Traktion. Extra breit. Und der hat keinen Schlauch. Das ist dann auf Tubeless, kannst du das dann umrüsten. Du kannst es auch mit Schlauch nehmen. Hier haben wir Tubeless jetzt drin. Tubeless. Genau, du kannst auch einen Schlauch reinmachen, wenn du willst. Sag mal, willst du so ein Fahrrad fahren? Ja. Ich habe das gleiche, ja, in XL. Ich fahre das, wenn ich dazu komme. So, da haben die euch das gleich einlackiert hier, oder wie? So habe ich es bestellt, genau, Switchback Bornum, damit man das sieht. Das wurde dann auch einlackiert. Das ist einlackiert? Ja. Nee. Doch. Fahr mal drüber. Also. Merkst du das? Nee. Ist glatt. Ja. Krass. Wurde ja auch für uns gebaut. Ja, ist ja klar. Verstehe. Das ist One of One. Ja, ja. Das kommt jetzt nicht in 1000 Stückzahl. Das sagt auch der Preis. Also so ein Fahrrad, das ist einmalig. So, Muss auch einmalig sein, sonst ist es nicht wert. ZEP Ultimate. So, hol's mal runter. 38, erkläre ich mal nur. 38 mm Durchmesser. Die Ultimate hat auch die maximale Einstellmöglichkeit, die ich habe. Und hinten habe ich den True Shaft. Was ist der True Shaft Dämpfer? Das gibt es auch nur von Trek. Und zwar habe ich eine konstante Ölwanne. Ne? Das ist jetzt Super Deluxe Ultimate, aber als True Shaft. Und der ist nochmal 10%, also bringt 10% mehr Performance wie der normale Ultimate. Das wurde auch von dem Trek Racing Team mit RockShox entwickelt. Das ist der heißt wie, der Dämpfer? Super Deluxe Ultimate True Shaft. Super Deluxe Ultimate True Shaft. True Shaft gibt es nur von denen und es wurde halt von RockShox Trek zusammen entwickelt. Eine konstante Ölwanne hast du drin und das führt dazu, dass du dann noch mehr Performance hast. Sag mal, hier vorne das Ritzel, das hätten sie jetzt auch noch in Oil-Slick machen können, oder? Gibt's nicht von Ceramics. Ist von aber jemand, der sonst hättest du es geholt. Kann es gerne machen. Ja. Man kann das Fahrrad nochmal individualisieren, wenn man will. Gut, wir haben ja auch ein Geheimfach hier. Kann man auch noch zeigen. Na, jetzt ist ja nicht mehr geheim dann. Das ist toll. Toll. Das Schwarzgeld kannst du nicht mehr hier vergleichen. Da haben wir ein Geheimfach. Toll. Ja, kennt ihr ja. Gibt es in letzter Zeit sehr oft die Fächer, wo wir dann eine Kartusche, Reifenheber Bitcoin und Bitcoins, Codes, genau, und eine Luftpumpe etc. mitnehmen könnt. Und ich kann auch einen Müsli-Riegel oder was auch immer. Eine Banane wird schwierig sein. Würde ich hier nicht reinmachen. Also da geht auf jeden Fall keine Europalette rein. Nein, das aber das ist halt Werkzeug etc. Alles, was man braucht. Einfach hier reinmachen und dann zack, fertig. Also die Badehose ging rein. Da will ich mal ein gutes Schloss kaufen für so ein Ding, oder? Das Fahrrad lässt man auch nicht auf der Straße. Also man fährt los und fährt dann wieder nach Hause. Ja. Aber gerne könnt ihr auch ein gutes Schloss dazu kaufen. Aber es ist schade um das Fahrrad. So, jetzt hol's doch mal runter. Genau. Dann kann ich nämlich den Effekt vom Lacken viel, viel besser zeigen, weil der changiert nämlich in 1000 Farben. Das ist jetzt blau, dann geht's rein ins Violette. Es hat einen Metallic-Effekt mit drin. Es ist echt gut. Der Lenker ist natürlich aus Carbon. Ob das gesehen wird. Ja, du hast ein iPhone, da geht das nicht. Warte mal, ich guck mal gerade. Doch, jetzt. Jetzt ist rot. Boah, krass. Und jetzt ist blau. Mach nochmal rein. Rot, blau, rot, blau. Okay, so kann ich den ganzen Tag machen, aber... Du hast doch 16.300 € dafür bezahlt. Dann kannst du dir jeden Tag in der Sonne bewundern. Hab's gar nicht gekauft. Also ich bin auch gar nicht die Zielgruppe dafür. Gewicht? Wir sind circa bei 14 oder 15, wenn ich mich nicht irre. 14, 15 Kilogramm Gesamtgewicht zugelassen. Hier wurde alles quasi optimiert. Hier haben wir ein Enduro-Rad. Das kann man noch nicht vergleichen. Jetzt sagen die Fullies, okay, es gibt Fullies für 12, 13. Ja, hat es auch ein ZEP oder eine 38er Gabel. Das ganze System ist ja wieder schwerer. Ne? Das muss man dann auch in seiner Klasse mit anderen vergleichen. Zum Beispiel der Lenker hier ist auch hier der RSL-Lenker von Bontrager. Vorbau und Lenker sind in einem, um einmal Gewicht zu sparen und zum anderen sieht das halt natürlich super clean aus. So, Bremse, was klemme ich auf? Code SC. Jetzt haben viele geschrieben, Codebremse ist nicht so gut, aber da ist immer die Frage, welche Code hattet ihr? Es gibt die normale Code, Code R, Code RS und dann die Code RSC und dann gibt es die Code RSC Ultimate. Man muss immer auch gucken, welche Code.
Es hat die Dot-Flüssigkeit. Für Leute, die sagen, mit Kotbremsen will ich nicht fahren, ihr könnt auch die MT7 oder auch die XDR drauf machen. Alles kein Problem. Aber das Schöne ist, wenn man die Code hat, du siehst es hier, wir haben das nicht weggemacht, weil der Kunde muss am Ende entscheiden, wo er seine Bremse haben will. Und da wird es dann verkratzt. Und dann wird das erst weggemacht. Aber du hast beim SRAM die Möglichkeit, mit einer Halterung, die die Bremse festhält, machst du auch den Trigger dran, der quasi für Das Ding. absenkbare Sandschütze auf eine Seite ist und auf der anderen Seite für die Schaltung. Zeig mal, die absenkbar. Ist sie voll? Weiß ich nicht, ob der Akku jetzt voll ist. Ne, das ist die Schaltung. Quatsch. Ne, der Akku ist nicht voll. Akku ist nicht voll. Aber hier vorne dieses System ist die ganze Zeit schon hier rot am Leuchten. Das ist noch nicht jetzt verbunden, genau. Ah, ist noch nicht verbunden. Aber Okay. hier siehst du auch die verschiedenen Stufen, also Open, Pedal und Lock. Ne? Das geht automatisch. Das geht automatisch und in welche Stufe du das einstellen willst. Ne? Oh, mach nochmal, warte, das ist ein schönes Geräusch. Das ist sogar verbunden. Hier, du hörst es da. Ist Ja. verbunden. Nee, das Geräusch kommt von dort. Hier ist ein Magnetventil. Warte. Ja, aber da ist ja auch eins. Ne, hier ist kein Magnetventil. muss. Nee. Hier misst ja nur aus. Das Magnetventil ist ja hier und macht das Ganze Ja, auf oder zu. Es steuert ja auch die Vordergabel, oder Die nicht? Vordergabel machst du Auf Vordergabel bleibt nichts. Oder machst du Das ist gar nur für den Dämpfer. Genau. Okay, verstanden. Der Dämpfer soll ja effizient sein. Und dann kannst du noch einstellen, ne? Wenn es zum Beispiel Open-Funktion ist, dann kannst du in der AXS-App nochmal das Ganze 5, 6, 7% weicher einstellen, fest einstellen, das geht alles. So, wir sind bei Switchbike Braunemann. Wir werden mal darüber berichten. 16.299 €. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Wenn Sven jetzt wieder schreibt, teuerste Fahrrad und er kommt und sagt, es gibt noch teurere, ja, es gibt bis 25, 26, 27.000 Euro. Also mittlerweile kriegst du ja auch keinen Golf mehr dafür, weil die fangen jetzt mittlerweile auch schon an bei irgendwie 23 oder 25, was da ist. Aber das ist das Project One von Slash. Für jemanden, der es haben will. Von Trek. In 2 verschiedenen Rahmengrößen. Das ist jetzt ein. Ich muss selbst gucken. Das ist das Emma, dann haben wir noch Elder. Du hast wie viele hast du da? 2. 2. Hast mal 2 Stück eingekauft. Aber der andere ist ein bisschen wieder einen Tick anders. Wurde auch von jemand anderem lackiert. Von der Farbe ähnlich, oder? Anders. Anders. Wieder. Steht aber nicht hier. Auch wenn du 100 von denen bestellst, jeder ist anders. Hier ist es anders. So, one of one. Weil Ja, es wurde per Hand lackiert. wenn ich das haben möchte, wir haben heute den 20. November 2022, du merkst, ich will nach Hause. Denn kann man hier vorbeikommen? Du hast montags, dienstags, mittwochs, Donnerstags haben wir Donnerstags dazu, freitags Samstags von 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr. Jederzeit vorbeikommen. Anrufen 0641 34393. Alle Leasinggesellschaften bieten wir an. Finanzierung, alles ist kein Problem. nächstes Jahr 100 Jahre seid ihr? Genau. Wahnsinn. 2023 im März werdet ihr Gerne 100 in die Jahre. Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, weil der Sven ist wieder in ein paar Tagen bei uns und dann können wir dann wieder drehen. Ja, ich habe ja nichts anderes zu tun, als immer nach Gießen zu fahren, um bei euch zu Bist du drehen. gerne bei uns? Das mache ich gerne, aber für 16.000 €, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das Ganze findet ihr auch unter switchbike.de. Tschüss. Ciao.